Hallo allerseits und willkommen zu einer neuen Folge von SR Santur On Air, Folge 2. Heute zu Gast im Livestream ist das Centurion VD-Team. Wir sind hier in Freiburg mit unserem SR Santur Werksteam. Unser Teammechaniker Kevin ist auch aus Frankreich dazugekommen und wir hatten die Chance, ihm über die Schulter zu schauen, wie er das Setup für das Centurion VD-Team macht. Genau, also wir sind hier mit dem Crafter vorgefahren vor den Trails und haben dann vor Ort auch das Dämpfer-Setup gemacht, Dämpfer- und Gabel-Setup beides und konnten unmittelbar dann nach dem Einstellen auch auf die Trails gehen und testen und gleich Feedback geben, was geändert werden muss. Wie schon angekündigt, sind wir hier in einem Livestream, das heißt, ihr habt die Chance, in der Kommentarzeile Fragen zu stellen. Wenn ihr direkte Fragen auch an die Athleten habt, könnt ihr die stellen und wir werden dann am Ende dieser Ausstrahlung dann auf die Fragen eingehen. Wir sind leider nicht komplett hier. Der Jochen Käs musste leider schon wieder abreisen, aber wir haben ein Grußwort von ihm aufgezeichnet und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Hallo, ich bin Jochen Kessen, fahre für das Team Centurion VD. Wir sind hier in Freiburg und haben jetzt die letzten Tage nochmal eine Feinabstimmung gemacht an der Federgabel von SR Santur und am Federbein. Wir sind guter Dinge, dass es jetzt dieses Jahr noch was wird mit Rennen fahren und haben jetzt eine super Abstimmung gefunden, sind happy damit und jetzt kann es losgehen, feuerfrei. Also Stichwort Feuer frei. Wir möchten gleich mit dem ersten Gast hier starten. Das ist Daniel Geismeier. Hallo. Hallo. Hier, das ist auch übrigens sein Bike mit der neuen Axon 34 Werks in der Werksfarbe Grau dieses Jahr. Carbonkrone und neu für das Modelljahr 2020 ist das Equalizer-System. Das ist eine Doppelluftkammer mit einer Negativluftkammer, die die Negativfeder ersetzt. Und das hat viele Vorteile. Ich frage mal den Daniel, ob er diesen Unterschied gemerkt hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, der Hauptunterschied ist das Boost-System. Es gibt der Gabel auf jeden Fall noch mehr Steifigkeit, was man besonders spürt, wenn man über hohe Absätze springt oder wirklich durch eine harte Kompression durchfährt. Und ja, durch das Equalizer-System spricht die Gabel auch noch deutlich einfach bei kleinen Schlägen besser an. Super. Und was kannst du zu dem Dämpfer sagen? Was ist dein Setup für den Dämpfer? Ja, da ist natürlich wichtig, zum einen Kompromiss zu finden. Er muss sowohl bergauf, darf er nicht wippen und ja, abwärts muss er natürlich die volle Performance zeigen. Ja, und ich denke, da haben wir in den letzten 2 Tagen viel mit dem Kevin probiert und umgeschraubt und super Setup gefunden. Wie fandst du denn hier die oder die Testbedingungen auf den Freiburger Trails? Ja, war wirklich super hier die 2 Tage. Also wirklich ein Traumgebiet eigentlich zum Wohnen, zum Mountainbiken. Fast wie Bikeparks mit super Ausschilderung. Und ich komme gerne wieder hier mal nach Freiburg zum Trainieren. Ja, da hat der Vincent ja richtig Glück, dass er hier wohnt. Das ist nämlich unser Local. Hallo Vincent. Hi, hey zusammen. Ähm, Ich würde gerne wissen, was du jetzt genau für ein Setup fährst. Du fährst jetzt sicherlich natürlich ein anderes Setup als der Daniel. Was hast du zum Beispiel für einen Luftdruck und wie viele Air Volume Spacer hast du in der Gabel drin? Also ich habe in meiner Gabel 110 PSI Luftdruck drin und 4 Air Volume Spacer. Wir haben da in den letzten Tagen zusammen mit dem Kevin echt super rumprobiert und verschiedene Setups ausprobiert. Und ich habe echt mein Traum-Setup dann gefunden bei der Gabel. Gerade hier auf den Home Trails ist es natürlich top, wenn man jeden Stein kennt, dann kann man sich voll aufs Fahrwerk konzentrieren und ja, waren jetzt wirklich sehr lehrreiche Tage hier. Sehr schön.
Ganz im Speziellen jetzt zu dem Dämpfer. Ich habe gehört, der Dämpfer muss bergauf wie bergab aktiv sein. Wie ist deine Einstellung, um bei beidem, also beim Uphill und beim Downhill, optimale Performance zu haben? Ja, also wir haben jetzt ja dieses Jahr den neuen SS Anto Edge Dämpfer drin, und für mich ist es super wichtig, dass der sowohl auf breiten Wegen, die wir ja auf den Marathons drin haben, wirklich gut gelockt ist und das Rad wenig wippt, dass er dann aber auch, wenn man dann eben auf die Trails fährt, super anspricht und auch man ihn eben beim Bergauffahren ähm, auf dem Trail offen haben kann. Und ja, gleichzeitig muss der Dämpfer dann natürlich auch bergab einiges abkönnen. Die Strecken werden immer schwieriger, auch bei uns im Marathon. Und ja, das hat jetzt wirklich super funktioniert und ich habe hier ein Top-Setup gefunden. Ja, cool. Also hört sich an, als wären die 2 Tage, das war jetzt nicht lang, aber 2 sehr produktive Tage gewesen, auch sehr aufschlussreich. Wir hatten einen ziemlich üblen Regentag, aber ich glaube, im Endeffekt gar nicht so schlecht als Testbedingung. Wie fandest du es? Ja, also es ist natürlich auch mal super wichtig, dass man im Regen testet. Im Rennen kann es natürlich auch sein, dass das Wetter mal nicht mitspielt und da ist es für uns auch mal gut, wenn wir dann jemanden dabei haben, einen Experten, der uns das dann so einstellen kann, dass wir auch bei den Bedingungen ein gutes Setup haben und das haben wir auf jeden Fall gefunden. Dafür, auch wenn es unangenehm war, war das Wetter vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, auf den Rennen habt ihr den Roland dabei, ne? Der Roli ist ja der Teammechaniker schon seit vielen Jahren. Er geht ja mit euch auch durch dick und dünn. Ähm, Ich möchte mal den Roland kurz mal vor die Kamera bitten. Roland, was nimmst du jetzt von den 2 Testtagen so mit? Ich fand es in erster Linie super spannend, die 2 Tage. War aufschlussreich in Sachen Setup, aber am spannendsten fand ich eigentlich die Veränderung von einem Top-Setup in das Grinsen eines Fahrers. War sehr aufschlussreich. Also ich möchte sagen, die Arbeit von Kevin auch mit seinem Wissen, was zu verändern ist und was man tun muss, um gewisse Ziele zu erreichen, war wirklich Wahnsinn. Auch ihm über die Schulter zu schauen, vieles zu lernen. Und ich denke, mit diesen 2 Tagen, wenn es auch nur heißt 2 Tage, es waren 2 Tage konzentriert auf die Arbeit, zieht sich sonst über 3, 4, 5 Monate, was wir hier jetzt in 2 Tagen abgeleistet haben. Jeder Fahrer hat ein Setup, wo er glücklich ist. Und ich denke, das sind die besten Voraussetzungen für die nächsten oder die kommenden Rennen. Von daher, alles top. Ja, also wir haben ja wirklich sehr gute Bedingungen vorgefunden. Wir konnten ja direkt an den Trails parken und die Werkstatt war direkt sozusagen am Auslauf des Trails. Wir konnten das Setup verändern, wieder auf die Strecke gehen und so haben wir halt in sehr kurzer Zeit sehr viele Testläufe machen können. Also das war sehr intensiv, sehr produktiv, ja. Ja, dann schauen wir mal, ob es Reaktionen von den Zuschauern gibt, Fragen. Ja, hier kommt jetzt die Frage, ob es die Axon 34 auch in 27,5 Zoll gibt. Leider jetzt in dieser neuen Version nicht, muss ich leider die Leute enttäuschen. Also diese Teamgabel, die gibt es ausschließlich in 29 Zoll. Das kann der Roland am besten beantworten. Es gibt nämlich für unterschiedliche Rennen natürlich unterschiedliche Anforderungen für Federwege. Wir sind jetzt hier 100 mm gefahren. Wir haben die Möglichkeit an diesem Centurion Luminis natürlich auch in Kombination mit der Gabel das Ganze auf 120 mm zu trimmen, ohne großen Aufwand, aber hier jetzt beim Test und ich möchte mal sagen, 80%, 90% der Rennen fahren wir mit 100 mm Federweg. Okay, ja, ich denke, das war's soweit erstmal. Zu guter Letzt möchte ich noch den Teammanager des Teams, Bernd Reutemann, vor die Kamera bitten, mit ein paar Grußworten, vor allen Dingen an die Leute, die nicht dabei sein konnten.
Ja, vor allem erstmal dir, Hoshi, und deiner gesamten Crew herzlichen Dank für die 3 Tage hier, 2 intensive Arbeitstage. Und man hat ja schon gehört, wie begeistert auch die Jungs sind. Und für mich als Teammanager ist ganz wichtig, das, was ihr gemacht habt in den letzten 2 Tagen, auch mit deiner Hilfe, auch mit der von Kevin, bedeutet, die Fahrer haben eine Sicherheit, dass das Fahrwerk stimmt. Und für uns ein wichtiger Punkt. Wir hatten das ja geplant schon mal im März. Wir wollten nach Italien, aber erstens kam es anders. Zweitens, als man denkt, der Corona kam dazwischen. Aber wir sind ganz froh, dass wir in Freiburg gelandet sind und nicht woanders. Also deshalb nochmal meinen herzlichen Dank. Es konnten nicht alle Fahrer da sein, weil auch bei uns das ein oder andere durcheinander gekommen ist durch die ganze Corona-Geschichte. Deshalb ein Gruß an alle, die noch daheim sind, nicht mehr in Quarantäne, Gott sei Dank, aber eben daheim verweilen. Aber ich kann euch garantieren, was die Jungs hier die letzten Tage gearbeitet haben, ist phänomenal und super. Und wir hatten ja immer gesagt, brace yourself, season is coming. Jetzt kommt sie dann wirklich. Wir starten im Juli mit dem Engadin Bike Giro und alle freuen sich drauf. Und wir wissen, wir sind dank euch jetzt auch fahrwerktechnisch sauber gesettet und feuerfrei kann losgehen. Super, vielen Dank, viel Erfolg ans Team für die Saison. Vielen Dank den Zuschauern fürs Schauen. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich dann verabschieden. Bis zum nächsten Livestream, wenn es wieder heißt SR Santur on Air. Tschüss!